So, servus, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Bambi Plattfuß und heute geht mein Projekt Vipin weiter. Ich wurde nämlich von ganz vielen angeschrieben: hey Bambi, ich habe Probleme mit meiner Software, es funktioniert irgendwas nicht, für nichts was mit der Hardware. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache zwei FAQ-Videos, einmal was ihr jetzt seht über die Software und einmal über die Hardware. Also heute diskutieren wir und ich zeige euch, wie ich meine Software eingestellt habe. Bleibt dran bis nach dem Intro, dann seht ihr es weiter. So, da wir nun mit dem Intro fertig sind, zeige ich euch als allererstes mal so die Grundeinstellung, die ihr haben müsst in Windows. Ich persönlich nutze mittlerweile Windows 7. Ich hatte mit dem Pin Control in Windows 10 Probleme, sodass ich es nämlich immer wieder an- und abschließen musste. In Windows 7 habe ich diese Probleme definitiv nicht. Also, nun die Grundeinstellungen von Windows. Ihr klickt einfach irgendwo hin mit der rechten Maustaste, klickt auf Anpassen, falsch, auf Bildschirmauflösung wollte ich meinen. Und so sollten, wenn ihr Visual Pinball spielen möchtet auf eurem Vipin-Kabinett, eure Bildschirme aussehen. Ganz links den Playfield-Monitor, daneben den Backglass-Monitor. Und wenn ihr einen dritten Monitor habt als DMD, sollte der so ausschauen. Ihr sollt diese Anzeige erweitern. Und euer Playfield-Monitor ist der Hauptmonitor. Diesen dürft ihr nicht drehen, nicht hochkant stellen, ihr sollt sie nicht untereinander basteln, sondern genauso wie ihr hier seht, dann funktioniert nachher Visual Pinball. So, kommen wir nun weiter zur Nvidia Systemsteuerung. Das wurde ich nämlich auch gefragt, wie ich denn meine 3D-Einstellungen habe, und die lasse ich von meiner Anwendung entscheiden. Hat den großen Vorteil, wenn ich jetzt in Visual Pinball die Einstellungen hochstelle, dann habe ich keine Probleme, dass irgendwie Nvidia sagt, nee, ist nicht, sondern die Anwendung entscheidet. Es läuft für mich am besten. Auch könnt ihr hier die Auflösung nochmal ändern, das seht ihr auch. 1 ist mein Playfield Monitor und so weiter und so fort. Im Moment seht ihr, hier ist der AVerMedia dran, weil ich ja irgendwas das für euch aufnehmen muss. Ich möchte es nicht abfilmen, sondern die Qualität soll halbwegs gut sein. Ansonsten habe ich hier nichts großartig verändert. Ich habe kein 3D eingerichtet. Hier seht ihr nochmal die Aufnahmen, hier mehrere Anzeigen einrichten, 1, 2, 3. Macht es am besten über Windows, das funktioniert nämlich geschickter als über Nvidia, warum auch immer. Ich hatte da Probleme, macht es über Windows, dann funktioniert es. Und das waren eigentlich die Nvidia-Einstellungen, mehr habe ich da nicht verändert. Und dann können wir das Ganze auch schon schließen. Dann kommen wir nun zu Visual Pinball 10 Einstellungen. Ich öffne es mal kurz für euch. Wenn ihr Visual Pinball öffnet, sieht das Ganze so aus, ohne viel Schnickschnack. Und dann geht ihr als allererstes mal hier unter Preferences auf Audio Options. Hier solltet ihr beide Haken gesetzt haben und den primären Soundtreiber ausgewählt haben. Das ist nämlich Standard der Windows Audiogabegerät, habt ihr hier so eingestellt, dann kommt auch der Ton aus den Boxen, die ihr es möchtet. Es sei denn, ihr habt mehrere Boxensysteme verbaut oder ihr möchtet einen speziellen Sound woanders haben. Aber standardmäßig habt ihr ein 2.1 System verbaut, dann hier beides auf primärer Soundtree. Als nächstes machen wir die Keys Nudge und DOF. So, hier könnt ihr die Knöpfe, oh, ich muss es ein bisschen rumziehen, sonst ist meine Kamera so im Weg. So. Hier könnt ihr die Knöpfe belegen, wie ihr Visual Pinball bedienen möchtet. Wenn ihr einen Pin-Controller nutzt oder ähnliches, dann sollte so eure Tastenbelegung aussehen. Der linke Flipper ist die linke Shift-Taste, der rechte Flipper ist die rechte Shift-Taste. Der Magna Safe ist dementsprechend belegt, ob ihr es nutzt oder nicht. Ich nutze es nicht. Start Game ist die 1, Add Credit ist die 3 und Exit Game ist Q im Normalfall. Und ansonsten der Plunger bzw. der Rock Me Button ist Enter, also Plunger hier auf Enter. So, die Pin-Mame-Buttons, die können wir nicht verändern, die bleiben gleich. Auch die Service-Buttons bleiben gleich. So, hier kommen wir nun zu den DOF-Einstellungen für Visual Pinball 10. Hier kann man zum Beispiel sagen, der Sound, wo zum Beispiel die Flipperfinger ausgeben, soll über beides kommen oder nicht. Ich persönlich habe hier nur meine Kontaktors, das sind eure Schützen, den Knocker habe ich eingebaut, die Flipperfinger habe ich eingebaut per Schütze und die lasse ich dann komplett über DOF laufen. Das heißt, ihr müsst nicht im Skript ändern, das macht Visual Pinball 10 für euch automatisch. Was ich natürlich nicht eingebaut habe bei mir ist jetzt hier eine Glocke oder dieses Chimes oder diese Gear oder Shakers oder sowas.
Deswegen läuft es bei mir über beides, sodass ich, falls ich es in DOF eingebaut habe oder haben sollte, kommt es aus den Boxen und über meine DOF-Unterstützung. Zur DOF kommen wir etwas später noch, zeige ich ja noch mehr. So. Wenn ihr nun ein Pin-Control nutzt oder ein Äquivalent, ich empfehle euch natürlich das Pin-Control, solltet ihr hier auf Enable Analog Nudge gehen, Tilt Sensitivity einen Haken setzen und Enable Mouse During Play. Für mich persönlich sind diese Einstellungen am besten. Das könnt ihr natürlich für euer System oder für euch persönlich etwas variieren, aber mir persönlich gefallen diese Einstellungen am besten. Ich habe die Tilt Sensitivity auf 400 gestellt und den Gain von X und Y auf 150% und meine Dead Zone liegt bei 7. Das empfinde ich als angenehmsten zum Spielen, es wirkt am realistischsten. Es ist natürlich nicht ganz wie bei einem echten Flipper, aber es wirkt sehr realistisch. So. Wenn ihr das nun alles habt, dann seid ihr soweit fertig und habt die Knöpfe von Visual Pinball richtig eingestellt. Ganz wichtig, diesen Haken bei Disable B2S, der muss raus sein, sonst funktioniert nämlich nach eurer Backleise nicht und euer DOF. Also dieser Haken sollte nicht gesetzt sein. So. Als nächstes kommen wir zu den Videoeinstellungen und die sind schon etwas aufwendiger, beziehungsweise ihr könnt einfach hier nachgehen. Ihr werdet wahrscheinlich einen Full HD Monitor nutzen als Spielfeld, dann klickt ihr hier auf 1080, also 1920 x 1080 und wenn ihr es in einem Kabinett spielt, so wie ich, muss hier der Haken gesetzt sein für Use Always FS Backdrop Settings. Dann hier bei FXAA, da kommt es drauf an, welche Grafikkarte ihr habt und ich mache das nochmal auf Qualität, richtig schön. Dann die zwei Haken habe ich weg, ich habe gemerkt, wenn ich die Haken setze, da habe ich ein bisschen Probleme beim Spielen. Ohne die Haken habe ich schöne Grafikqualität, sehr gute Frames und so weiter. Dann Kabinett Anti-Stretch the Ball müsst ihr anklicken, wenn ihr es in einem echten Kabinett spielt. Und 3D Stereo Output bleibt weg, weil ich nutze keinen 3D-Fernseher, weil es gibt keinen 3D-Fernseher, der im Hochkantformat 3D darstellen kann. So, hier bei Ball Rendering habe ich die ersten zwei Haken angesetzt. Und bei Ambient Occlusion Enable. Das ist rein nur ein bisschen optische Schönheiten, da kriegt dann euer Ball so ein Transmotion, so wie so einen kleinen Schweif. Das ist natürlich euch überlassen, ich persönlich mag diesen Schweif, es wirkt dadurch runder und flüssiger. Es gibt auch Leute, die mögen das nicht. Ansonsten bei diesem Automatic Night and Day Cycle, da habe ich es einfach Standard gelassen und den FPS Limiter und den Maximum Pre-Render Frames beide auf 0 gesetzt. Genauso habe ich dieses Force Anti-Sotropic Texture Filtering den Haken gesetzt und meine maximale Texturen auf Unlimited, also auf Unlimited gesetzt und somit habe ich die schönsten, wie sage ich mal, Sachen, was Grafik angeht. So, nun habt ihr sozusagen Visual Pinball eingerichtet, von der Grafik her, von den Knöpfen her und es funktioniert. So, da würde ich jetzt sagen, zeige ich euch mal, wie man DOF richtig einstellt. Es wurde ich nämlich auch ganz gefragt, ey Bambi, wie tust du deine Schütze denn angreifen? Woher weiß dein PC, wann die Schütze anschlagen müssen? Und jetzt mache ich das Ganze hier etwas kleiner, das nämlich, weil mein Gesicht sonst wieder so groß ist. So, da geht ihr auf diese Seite configtool.vpuniverse.com, da registriert ihr euch und macht euch einen Account und schon könnt ihr da dann euer DOF ansteuern. Dieses DOF ist ein Programm, beziehungsweise ein Skript, das eurem PC sagt, wenn am Pinball irgendwo was getroffen wird, muss ein Schütz angehen, der Knocker angehen, das Licht etc. pp. So, das machen wir hier unter Port Assignments und dann sagt ihr hier oben, was ihr nutzt. Ein LED-Vis, ein Äquivalent. Das Pin Control wird im Übrigen als LED-Vis erkannt. Und bei mir sieht meine Konfiguration im Moment so aus. Ich habe am Port 1 meinen Knocker angeschlossen, am Port 2 den Slingshot links, am Port 3 den Slingshot rechts. Hier kommt dann eine Besonderheit, das sind die Kombos, komme ich gleich hinzu. Das sind meine Schütze, die Kombos. An Port 7 den Startknopf und Port 8 ist meine RGB Unterbeleuchtung, sodass dann auch ein bisschen beleuchtet alles wird. Dann hier auf der rechten Seite bei Contactor Variables müsst ihr Targets of Duration 120 stellen. Hat den Grund, es gibt in Visual Pinball manche Tische,
da lösen sonst die Schütze zu spät aus. Wenn ihr die hier auf 120 stellt, dann kommt die Schütze immer genau richtig und es klingt besser. So, jetzt kommen wir nun zu diesen Kombos. Diese Kombos sind meine... Oh, mich juckt es gerade an der Nase. Diese Kombos sind meine Schütze in meinem Kabinett und die kann man nochmal, wenn man hier unter Combine Toys geht, sich Kombos machen. Ich habe in meinem ganzen Kabinett nur 7 Schütze verbaut und mit einem kleinen Trick kann man das nämlich ganz umgehen. Hier unter Combine Toys kann man sich nämlich Kombos anlegen und die habe ich so angelegt, dass meine Combo 1 der Bumper Center, Bumper Left und der Bumper Back ist. Denn diesen Bumper Back habe ich eigentlich gar nicht eingebaut. Den tue ich einfach mit einem Schütz doppelt belegen. Genauso die nächste Combo ist dann Bumper Right, Bumper Center, Bumper Back. Und mein nächste Combo ist Bumper Left und Bumper Right. So, die habe ich dann einfach gespeichert und meine Port Assignments dementsprechend hier eingefügt in Combo 1, 3, 2. Je nachdem, was als erstes dran steht und wo es in meinem Kabinett eingebaut ist, linke oder rechte Seite, habe ich das dementsprechend hingemacht. Das hat den Vorteil, erstens, wenn beide Schütze angehen, habt ihr einen viel lauteren Schlag, das macht richtig zack, ihr hört es richtig laut und sollte aufgrund der Schnelligkeit, weil irgendwo im Spiel was ganz schnell passiert und euer Schütz kommt nicht hinterher, bei 2 Schützen springt dann immer noch ein Schütz an und ihr habt ein Klacken da. Ich finde es persönlich viel angenehmer, gerade wenn ihr die 7 Stütze, die ich verbaut habe, es wird viel lauter, es macht viel mehr Spaß, man hat viel mehr das echte Feeling dabei und so hat man auf jeden Fall es viel leichter, viel besser und es wird realistischer. Auch wenn die Drop-Targets getroffen werden, springen es die Schütze an. Und so ist die perfekte DOF-Einstellung, wenn man, so wie ich, an einem Pin-Control 7 Schütze verbaut hat, ein RGB-Licht, einen Knocker und den Start-Button. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche andere Sachen habt, beispielsweise ein Shaker-Motor oder sowas, könnt ihr das alles hier einfügen. Und ihr müsst halt auch die Intensität und sowas hier einstellen. Es kommt immer auf eure Konfiguration an, was ihr in eurem V-Pin verbaut. Ich persönlich, mir reicht es hier bisher erstmal, vielleicht wird in Zukunft noch ein bisschen mehr hinzukommen, ich möchte vielleicht noch ein paar Lichter einbauen, dann müsste ich aber tatsächlich noch ein LED-Wiss verbauen, das ich noch nicht habe im Moment. Wird vielleicht noch kommen, aber es bleibt genau gleich, ich muss dann einfach hier ein LED-Wiss hinzufügen und die Ports belegen, wie ich sie angeschlossen habe in meinem Kabinett per Hardware. So, wenn ihr nun das Ganze hier eingestellt habt auf eurem DOF-Config-Tool, klickt ihr auf Save Config und danach auf Generate Config. Dann lädt euer PC direkt eine ZIP-Datei runter, die Direct Output Config.zip und den Inhalt, den müsst ihr dann ganz einfach, ich hole mir kurz einen Ordner her, unter lokaler Datenträger C, da habt ihr euch dann einen Direct Output Ordner erstellt, da habt ihr die dementsprechenden Dateien, die ihr euch heruntergeladen habt oder die beim Pin Control dabei waren, schon eingefügt. Und hier unter Config, hier haut ihr dann eure ZIP-Datei, den Inhalt hinein und schon weiß euer Kabinett oder euer PC per Skript, welche Toys er ansprechen muss. Sei es Lampen, Shaker etc. pp. Oder wie ich halt nur Schütze. So, dann als nächstes wurde ich gefragt, hey Bambi, ich habe Probleme, wo muss ich denn die Tische, wie sehen die denn aus, der Ordnerstruktur, wie tust du die da leichter? Also, wenn ihr wieder auf lokaler Datenträger C geht, dann unter Visual Pinball, dann habt ihr so diesen Standard-Ordners, die sehen bei euch ungefähr so aus, wie bei mir auch. Und dann müsst ihr euch hier einen Musikordner erstellen, als allererstes Mal. Es gibt Tische, da müsst ihr eure Musik noch hinzufügen. Die Skripte-Ordner, ist alles Standard. Und jetzt hier Tables-Ordner. Bei mir sieht mein Tables-Ordner so aus. Ich habe hier erstmal den Plugins-Ordner verbaut, wo wiederum auf das Direct Output eine Verknüpfung drin hat. Also wenn ihr hier seht, hier kommt einfach nur Direct Output, eine Verknüpfung, so dass ich das ohne Probleme habe. Ansonsten sieht meine Tischstruktur so aus. Ich habe hier Visual Pinball 9, Visual Pinball 9 FISMod und VPX Tables. Wir beschränken uns heute auf die Visual Pinball 10 Tables, das sind nämlich die aktuellsten, die schönsten. Ansonsten seht ihr hier gleich, ich habe hier Spiele mit Ultra DMD, beispielsweise America's Most Haunted oder KISS. Die brauchen ein Ultra DMD, da die nicht mit V-Pin Main laufen. Ansonsten sehen meine Ordnerstruktur so aus, ich benenne mein Direct B2S und mein Tisch genau gleich. Hier ist zum Beispiel Attack from Mars. Ich habe noch benannt, dass es von Bally 1995 kommt, dass ich weiß, der Tisch kommt von der Firma Bally aus dem Jahre 1995.
und meine Direct-B2S-Datei, das ist unser Backglas, muss genau gleich benannt werden. Ansonsten macht ihr das einfach mit jedem Tisch, dementsprechend wie viele Tische ihr halt habt. Ihr seht, die kommen immer mehr hinzu. Aber auch hier habe ich den Plugins-Ordner wieder verbaut, wo zum DOF kommt. Der ist wichtig, der muss in jedem, wenn ihr so wie ich mehrere Tischordner habt, muss immer dieser Plugins-Ordner mit einer Direct-Output-Verknüpfung drin sein, damit euer DOF funktioniert. Ansonsten Ultra DMD, ihr könnt entweder hier so einen einzelnen Ordner machen, wo dann alles reinhaut, oder diese Ordner erstellen, wo diese DMD-Dateien reinkommen. Das kommt von Spiel zu Spiel wieder unterschiedlich. Und das sind eigentlich die Tischestruktur. So mache ich es. So ist es nämlich nachher leicht für Pinball X das Ganze. Wenn ihr Pinball X nutzt, so wisst ihr gleich, oh, so tut mich mal leichter und es passt. So, dann wurde ich, auch wenn wir gerade hier drin sind, da wurde ich noch gefragt, ey Bambi, was ist das B2S Setup? Dieses B2S Setup, damit könnt ihr euer Backglas einstellen. Hier oben stellt ihr euer Playfield ein und hier das Backglas. Das ist bei mir das Display 2, wenn ihr das so gemacht habt wie ich. Und da stellt ihr hier die Größe und Breite ein. Ich habe jetzt hier kein Full HD drin, ich habe hier nur normales HD. Es reicht für mich, ich brauche weniger CPU-Leistung, weniger Grafikkartenleistung. Es reicht vollkommen aus, man sieht keinen Unterschied bei einem 28 Zoll Bildschirm auf die Entfernung wirklich. Man braucht nicht mehr. So, ansonsten gehen wir zurück und wieder zurück in den Visual Pinball Haupttable. Also Hauptordner, nicht Table. Und bei VPin Mame, das ist jetzt das nächste wirklich, was ihr brauchen müsst. Das sieht bei euch ungefähr gleich aus, dementsprechend mehr oder weniger. Es kommt darauf an, was ihr alles reinmacht. Und hier sind die VPin Mame DLLs. So, hier VPin Mame DLL. Da müsst ihr dann schauen, dass ihr immer die aktuellste VPin Mame DLL habt. Ich persönlich nutze die Beta-Version von den SAM-Tischen, weil ich auch die Stammtische spielen möchte. Die ist benötigt. Genauso in diesen SAM-Tischen, die brauchen eine SAM-VPS-Datei, die in den Skripte-Ordner kommt. Wenn ihr euch da ein bisschen mit beschäftigt, wisst ihr das eigentlich alles. Es geht eigentlich nur diese FAQ, aber diese VPin Mame DLL, die ist wichtig. Also, wenn ihr die neueste VPin Mame DLL dann installiert habt, dann klickt ihr hier auf Setup, auf Ja, bestätigt das Ganze, holt euch den Ordner hierher und klickt auf Installieren, weil wir wollen ja das Neueste installieren. Und dann unter Test könnt ihr das Ganze auch mal testen, ob das auch läuft. Es funktioniert im Normalfall dann direkt, das seht ihr dann. Und das war es dann eigentlich schon, VPin Mame ist dann aktuell und läuft wieder. So, natürlich braucht jeder Tisch auch eine ROM, damit es überhaupt läuft. Die kommen hier in den ROM-Ordner rein, ungezippt und einfach rein, so wie ihr sie runterladet. Einzigste Ausnahme sind hier die Sterntische, beispielsweise wäre es The Walking Dead, da kann man sich gut merken, das ist halt TWD. Da müsst ihr im Skript von Visual Pinball, zeige ich euch gleich noch einmal, schauen, wie das Spiel heißt. Das heißt TWD-156H. Und wenn wir das öffnen, muss da auch TWD156H.bin drin stehen. Wenn ihr euch diese ROMs nämlich bei Stern runterladet, dann heißen die ganz anders, aber ihr müsst sie so umbenennen, dass sie so heißen wie im Skriptordner. Das würde ich sagen, das machen wir doch einmal, hole ich euch kurz her, starten wir Visual Pinball. Wir klicken einmal auf Abbrechen, wir wollen ja nämlich das Skript sehen. Wir haben es dann jetzt open. Dann nehmen wir einfach der Walking Dead. Was denn jetzt? Der Walking Dead, puff. Und wenn ihr jetzt dann hier auf Skript klickt, hier seht ihr es, dann öffnet sich ein neues Fenster mit Skript. In diesem Skript müsst ihr an sich ein paar Sachen immer verändern. Nicht zu viel, ihr wollt ja nicht alles falsch machen, aber ihr müsst in manchen Spielen sagen, dass ihr das B2S nutzen möchtet, und die haben die meisten das dann hier oben direkt drin, da steht dran Use Direct B2S, VPin Mame oder was weiß ich. Ihr möchtet im Normalfall B2S nutzen. Sollte nichts drin stehen, passt das auch. Ansonsten sucht ihr mit Steuerung F das Wort Controller und sucht, bis hier dran steht Controller ist VPin Mame bzw. B2S. Sollte es dies auch nicht geben, dann ist es standardmäßig über die Core VPS-Datei gemacht, denn ihr müsst im Skript nichts ändern. Solltet ihr beim Starten von einem Tisch einen sogenannten Game Name Fehler bekommen, dann sucht ihr einfach hier im Skript unter Game Name. Und das erste, was dann eigentlich kommt, sind die Standard Definitions, ist der Game Name, das ist TWD-156H, das ist der ROM-Name.
nach dem Namen sucht euer Spiel. Ja, das heißt, ihr ladet jetzt bei zum Beispiel Sternen oder irgendwelchen anderen Sachen die ROMs, die Gamecodes herunter und müsst es genau so benennen, wie es hier drin steht. Einen ZIP-Ordner anlegen, der so heißt, und die Datei .bin da rein und in den ROMs-Ordner legen und schon funktioniert das Ganze. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen, dass ihr hier so in einem Skript ändern müsst. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen und dann könnt ihr auch theoretisch schon loslegen. So, kommen wir nun zu Pinball X. Visual Pinball läuft jetzt theoretisch bei euch. Ihr werdet es merken, es funktioniert eigentlich jetzt. Ihr habt die schöne Grafik etc. pp. Jetzt wollt ihr natürlich ein schönes Frontend, mit dem ihr das Ganze auswählen könnt. Und das machen ich persönlich über Pinball X. Und jetzt kommen wir dann mal zu diesen Settings, die ich persönlich nutze, die mir am besten gefallen, mit denen es auch funktioniert. Wenn ihr jetzt das Setting startet, sieht das Ganze so aus. Ihr klickt dann hier auf Advanced und dann sollte das Ganze so ausschauen. Desktop-Modus wollt ihr natürlich nein, ihr habt ein Kabinett. File-Matching sollte auf Ja stellen. Dann hier auf Disabled, auf Ja. Das ist eigentlich alles Standard hier, das könnt ihr so lassen. Und dann klickt ihr mit dem grünen Pfeil weiter. Und jetzt kommt so die erste interessante Seite, das sind nämlich die Display-Settings. Hier oben ist das Haupt-Playfield-Monitor, ist natürlich Display 1, wenn ihr es so gemacht habt wie ich. Und ihr wollt es um 270 Grad drehen. Mein Backglas ist Display 2. Und ich persönlich nutze jetzt D2BS, also Direct B2S in Frontend. Das heißt, ich muss nicht extra ein Backglas runterladen, sondern meine B2S-Datei wird dann einfach oben hinten im Backglas angezeigt. Die möchte ich natürlich nicht Auto-Position haben. Und DMD habe ich auf Enabled Ja und auf dem Display 3. Ich tue das aber auch nicht hier Auto positionieren, sondern habe ich auf Nein, Nein, Nein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe es einfach mal selber hingezogen, beziehungsweise ich nutze mein Pin2DMD auf meinem Display, das ich selber ansteuere. Das ist ein schwieriges Thema, nutzen andere Leute nicht. Ihr könnt auch VPN-Mame das nutzen, ich nutze halt das Pin2DMD. Und jetzt fangen dann die ersten Schwierigkeiten an. Ihr wollt natürlich in Fullscreen spielen. Hier klickt auf Fullscreen Window Ja. Hier lasst ihr eigentlich theoretisch alles Standard. Das sind die Crop Wheel Images 230. Das sind so Standardwerte, die eingetragen sind. Und hier diese Farben, das sind in dem Frontend die Farben. Ich habe sie eigentlich als Standard gelassen, bis auf die Menü Color habe ich auf Blau gesetzt. Persönliche Geschmack einfach. Und das war's. So. Dann, wenn ihr hier runter scrollt, kommt das Backglas. Im Normalfall habt ihr hier bei X und Y eine 0 stehen, weil ihr möchtet ja, dass es an der oberen linken Ecke das Backglas anfängt und über euren ganzen Bildschirm seht. Vielleicht, wenn ihr dementsprechende Backglases, also hardwaretechnisch was anderes verbaut habt, müsst ihr hier die Werte verändern, aber im Standard habt ihr hier 00 und dann eure Bildschirmauflösung. Dann bei Real DMD habe ich nichts verändert und bei DMD, das sind jetzt meine Einstellungen, so wie ich mein Setup habe. Ich habe jetzt ein X0, weil ich möchte, dass es an der linken Ecke anfängt, Y40, dass es so ein bisschen versetzt ist und die Breite und die Höhe von Pinball X DMD. Ist Geschmackssache, bei mir funktioniert es. Mit diesen Werten müsst ihr eventuell bei euch etwas herumspielen, bis ihr die DMD an der Position habt, wie ihr es möchtet, wenn ihr 3 Bildschirme habt. Einfach die Seite hier merken und schon die Werte vertauschen und schon passt es eigentlich. Also das dauert 10 Minuten zum Einstellen, ist bei jedem ein bisschen anders. So, bei den Audio-Settings, da habe ich nichts verändert, das habe ich standardmäßig so gelassen. Und hier kommen wir nun zu GameX Online, das werde ich hier ein bisschen ausblenden, weil muss nicht jeder meine private E-Mail-Adresse sehen. So, GameX Online habe ich auf Ja gestellt, dann hier auf Highest und auf Nein. Hier tragt ihr dann euer User-ID ein und euer Passwort, das ihr habt. Und dann könnt ihr nämlich später im Game List Manager automatisch Media Packs herunterladen. So, bei Startup Settings habe ich ein Sound und ein Video gestellt. Ich habe nicht mehr ein Intro gebastelt für meinen VPN. Ansonsten, hier könnt ihr noch sagen, es soll Pinball X mit Windows starten. Solange ihr das Ganze noch am Programmieren seid, empfehle ich euch hier ein Nein zu setzen und erst wenn ihr alles fertig programmiert habt, auf ein Ja. Sonst müsst ihr die jedes Mal beim Windows-Start Pinball X schließen und dann wieder zurück. Ist einfach leichter. Den Rest habe ich eigentlich Standard gelassen. Es funktioniert. So, Keyboard Input Settings. Die sollten, wenn ihr einen Pin-Control nutzt, so ausschauen. So funktioniert es am besten. Quit ist Escape, Link Shift, Rechts Shift, 1. Return, Enter, also das sind eigentlich diese Standardwerte, so wie es in Visual Pinball eingetragen ist, solltet ihr auch auf Pinball X eintragen, damit ihr dann auch in diesem Frontend mit den Flipperfingern umher switchen könnt von den Spielen her.
Dann die Joystick Input Settings habe ich nicht benutzt, da ich habe keinen Joystick Hack benutzt und ich nutze den Pin Control, das eine Tastatur darstellt. Solltet ihr natürlich das anders machen, müsst ihr hier eure Buttons konfigurieren. Und den Text habe ich auch noch Standard gelassen. Könnt ihr aber auch dann natürlich, so wie ihr möchtet, verändern. Sei es, zeigt mir Play Game oder irgendwas anderes, könnt ihr hier ändern. Ich persönlich habe es auf Standard gelassen, da ich es einfach am nettesten finde. So, nun kommen wir zu diesen Tischfrequenzen. Hier könnt ihr dann als erstes, da bin ich so oft drauf gekommen, als erstes kommt Future Pinball. Ich persönlich nutze Future Pinball nicht, da mir die Physik in diesem Spiel oder der Emulator nicht gefällt. Auch die Grafik ist nur, ja, aber ist Geschmackssache. Viele von euch mögen es. Das könnt ihr dann hier einstellen. Wenn wir eine Seite weitergehen, kommt hier Visual Pinball. Dieser Standard Visual Pinball hier habe ich genutzt für Visual Pinball X, also die 10er Fassung. Und die sollte dann so ausschauen bei euch. Enabled Yes. Working Path ist C Visual Pinball, der Table Path ist dann C Visual Pinball Tables VPX Tables, der Executable ist natürlich V Pinball X Exe und die Parameters habt ihr hier auf Standard gelassen. Ansonsten hier bei Bypass Disclaimers habe ich auf ein Nein, Auto Configure Nein und Full Exclusive Screen Hack auf Ja. Da hatte ich Probleme, bis ich das herausgefunden hatte, hier zu verstellen, hatte ich nie ein Vollbild. Einfach so übernehmen, es funktioniert, warum auch immer. Bei anderen Leuten steht es anders drin. Falls ihr das Problem habt, ihr kriegt kein Vollbild, ist hier so einzustellen, wie ihr es macht. So, dieses Standard Visual Pinball Tables, jetzt könnt ihr euch hier diesen Table Path einfach kurz mit Steuerung C kopieren, weil das benötigt ihr gleich noch einmal. Wenn ihr jetzt weitergeht, könnt ihr Pinball FX2 einrichten, falls ihr es nutzt über Steam oder sei es Pinball Arcade. Ich nutze es im Moment noch nicht, das wird aber noch kommen in naher Zukunft. Und nun gehen wir weiter bei Other Systems. Hier bei Other Systems, da könnt ihr natürlich noch Visual Pinball 9 und die FISMod 5 eintragen. Hier einfach in ein leeres Feld eingeben. Beziehungsweise ich habe es jetzt schon gemacht. Ich nehme es einfach mal hier FISMod 5. Habt ihr hier benannt VP9 FISMod 5. Habt dann auf Enabled Yes. System Type ist Visual Pinball. Und der Working Path bleibt jetzt gleich. Das ist der C Visual Pinball Ordner. Und jetzt der Table Path ist wieder Visual Pinball Tables. Aber jetzt dann dementsprechend, welches System ihr nutzt, das VP9, VP8, VP9 FISMod nehmen. Die Executable ist natürlich dann nicht V-Pinball X, sondern die dementsprechend zu dem, was ihr möchtet. Bei mir wäre es hier die Visual FISMod 5 Exe und hier bei Parameters tut ihr einfach wieder diesen, was ihr vorher kopiert habt, diesen Play Table Path Table File rein. Ansonsten hier unten lasst ihr alles gleich, das funktioniert so einwandfrei und dann klickt ihr nach rechts. So. Hier könnt ihr dann noch die verschiedensten Systeme einbauen, das heißt MAME, sei es eine Jukebox wie ich, sei es noch Visual Pinball 9, 8, FISMod, andere Sachen. Pinball X kann theoretisch jedes Programm starten, theoretisch, aber normalerweise im V-Pin-Kabinett hat man halt seinen Pinball FX, Pinball Arcade, Visual Pinball und Future Pinball, das sind die klassischen Flipper-Dinger, aber es gibt auch Leute, die sich MAME einbauen. Hier könnt ihr dann MAME zum Beispiel einstellen, wenn ihr MAME spielen möchtet, aber ansonsten passt es eigentlich so. So, gehen wir weiter. Nächste Seite ist der Attract Mode. Den habe ich enabled. Ich mag ihn. Ich mag auch nicht, dass die Audio ausgeschaltet wird. Nach einer Minute wird er aktiviert. Und für 15 Sekunden sollen mir ein Spiel gezeigt werden. Das ist eigentlich so ziemlich Standard. Auch hier beim Auto-Exit ist eigentlich so alles Standard gelassen. Es funktioniert. Ich möchte kein Auto-Exit. Wenn ich mal als beispielsweise Flipper, ich mache Pause, gehe kurz aufs Klo oder sowas, dass dann mein Flipper sich ausschaltet. Ich lasse es an. Es funktioniert so. Auch der Exit Screen habe ich eigentlich Standard gelassen mit 3-mal Ja, 1-mal Nein. Auch hier bei Exit Program, das habe ich Standard gelassen. Es funktioniert. Und wenn ihr jetzt hier seid bei Verify Setup, dann habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Klickt einmal nach rechts und nun habt ihr Pinball X installiert und könnt es starten. Es funktioniert. Und das war eigentlich das ganze FAQ-Video, würde ich jetzt behaupten. Das habe ich nämlich so ziemlich alle Softwarefragen beantwortet, die mir kamen. Solltet ihr jetzt noch weitere Fragen haben zur Software, wie ich persönlich mein Visual Pinball oder mein V-Pin eingestellt habe, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mich an, sei es hier oder auf Facebook. Ich helfe euch gerne so gut ich es kann. Ansonsten verweise ich jetzt alles, was Hardware angeht, euch an mein nächstes Video, das kommen wird, FAQ Hardware. Da werde ich dann ein bisschen mehr noch auf die Hardware eingehen, da wurde ich nämlich auch viel gefragt. Aber Software kam viel mehr Fragen, denn viele hatten schon ein Gerät und wollen upgraden und hatten Probleme, richtig Visual Pinball 10 einzustellen. Ansonsten, ich bin euer Bambi, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, viel Spaß mit eurem V-Pin und ich bin jetzt raus, bis dann, ciao.